So, ein neuer Tag. Wie es so ausschaut, diesmal mit weniger Wind. Dann wäre es heute ein richtiges Genusspaddeln im Vergleich zu gestern. So, jetzt sind wir fast startklar. Bloß kaum sind wir startklar. Was kommt? Der Wind. Darf ich vorstellen? Meine Charterboote. Ja, so eine längere Strecke, wo nebendran abgeteiltes Altgewässer ist. Jetzt wissen wir auch, was es ist. Das ist ein Laichschutzgebiet. Einfahrt verboten. Von unten wohlgemerkt. Von oben stand nichts da. Und von hier aus auch nur, wenn man es lesen will, weil da wächst der Baum davor. Nächste fliegt weiter oben, schade. Wird er schaffen? Oh, gerade eben noch. Brombeer pflücken vom Luftboot aus, immer eine spannende Angelegenheit. So, auf der anderen Seite hat es wieder schöne Altwässer. Werden wir aber nicht allzu gut erkennen. Hier ist massenweise schönste Anleger, aber leider ohne Gastwirtschaft. Das nächste Wehr ist voraus und dann werden wir wieder zum Aussteigen genötigt. Es hat keine Bootsrampe, Bootsgasse. Also Ampel rot, ich darf da jetzt nicht wirklich rein.
Hat einen kleinen Stau. Jetzt geht gar nichts mehr. Nicht ganz wegrot. Schade. Dann ist es stark geworden. So. Hier eine Umtragungsstelle der blöderen Art. Mitten in der Baustelle. Da sind Motorboote, die rein wollen. Und da kommt einer mit einem Kajak, ein Kanu da rein will. Hier ist echt eng. Das ist wirklich ein Stau. Und man merkt, heute ist Sonntag. Heute kommen alle. So, die Umtragung ist beendet und jetzt geht es weiter die Ruhr hinunter. Jetzt kommt mir das erste größere Schiff entgegen auf der Ruhr. Also in keinem See, sondern richtig auf dem Fluss sozusagen. Eine neu geschaffene Ausbuchtung. Ist ein bisschen renaturalisiert. Ich nehme an, vielleicht bei Hochwasser, dass er gar noch da hinten überfluten darf. Aber da habe ich natürlich keine Ahnung. Wir haben auch wieder eine Uferausweitung. Und da vorne kommt dann die große Autobahnbrücke. Hier hat man auch wieder eine schöne Uferausweitung gemacht. Und dann geht's so, und dann geht's so richtig hinter. Das ist ein größeres Teil das hier. Und hier ist eine Kanada-Gans, aber so Kanada-Gänse hat sie echt wie Sand am Meer. Kann man sagen, auf der ganzen Ruhr. Die Kanada-Gänse. Immer wieder diese Uferausweitungen. Das ist echt schön gemacht, muss man sagen.
Ja, die Brücke hat echt Länge. Jetzt haben wir mal Glück. Sieht so aus, als hätte man eine längere Strecke mit Rückenwind. Sagenhaft. Das kann ja fast keiner erzählen, sowas. Ja, komm, nach dem Großrutschen ist es ja eine Beleidigung. Aber immer lustig, wenn er wieder zurückkommt. Das ist ja. Diese Brücke hat einen ganz langen Campingplatz. Er nimmt in der Länge gar kein Ende mehr. Servus. Wir haben beschlossen, falls das offen haben sollte, dann holen wir einen Cappuccino. Aber wenn ich mir so nah ranzoome, hat er wie meine Zweifel. Trotzdem den Sonnenschirm da vorne dran. Ja, da konnte ich ewig zuschauen. Wie die da abmühen. Da kommen die ganz die Schnellen. So, ich habe das gerade gepaddelt wie im Rausch. Aber wie das jetzt ging, dass ich einmal in Venedig angekommen bin, ist schon erstaunlich. Wie das jetzt ging. Von den Venedig-Gondeln bis Wikingerschiffe. Hier hat's alles.
Oh, da vorne hat das nächste Wehr. Das ist gleich auch umtragen, wie ich weiß. Dieser Kiosk ist mir echt sympathisch, kein Zigarettenverkauf und hat ein absolutes Novum. Der Anlegesteg, Gummi gepolstert und was der absolute Wahnsinn ist, man kann das Boot sogar festmachen. Also, das hätte es bei Einsteg gegeben und der war verkehrt rum montiert. Es war ziemlich breiter und die Festungsteile waren auf der anderen Seite angebracht. So, da rechts geht es in Richtung Schleuse. Wenn wir ein bisschen Glück haben, dann können wir mitfahren. Die nächste Umtragung ist in Sicht. Das ist eine blöde Umtragungsstelle. Wir haben Glück. Wir dürfen durch die Schleuse durch. Wir müssen nicht ausbooten. Es ist meine erste Schleusenfahrt. Premiere. So, jetzt geht es in die Schleuse rein. Wir brauchen kein Seil, davon hast du Stangen zum Festhalten. So, jetzt warten wir auf die Schleusung. Hier muss man auch noch ein paar rein, darum dauert das noch. So, jetzt gibt es noch eine Richtung. Jetzt geht es abwärts. So, das rauscht ganz schön raus, das Wasser. Ja, wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21. Ach, Zuschauer zählen. Wir haben über 30 Fans oben an der Brücke stehen. Ja, ja, das stimmt. Also morgen sind wir bekannt auf YouTube, Twitter und Facebook. Ja, ja. Alle am Filmen. Da sind wir Stars. Morgen früh und wissen es gar nicht. Ja, kann man mal kurz. Der da runter geht. Das Steinchen verliert auch Wasser hier. So, ist das nass? Also ich komme mir laufend kleiner vor. Klein, ne? Ja. Ja, ja. Die hohen Wände. Ja, ja, klar. Die Leute oben werden auch immer kleiner. Ja. Ich sag halt 6,50 Meter, aber das geht halt Ja. Machen die da richtig hoch? Ja, der. Ja, die Böller. Schön mit die kleinen Westwände.
tragen, das ist das Beste. Nur tragen, ja. Ausräumen. Alles. Hurra! Ja, alles drin lassen können. Ja, aber ohne festhalten, dann müssen wir ganz schön gegenpaddeln. Es strömt gut. Vorne. Zum Beispiel bei Zahlen. Schauen wir mal, wenn jetzt eine Zwischenhalterung kommt. Ja. Hoffentlich haben wir danach noch genug Wasser unter dem Kiel. Die soll man in der Schleuse festhängen. Das er rausschieben. Aufgesetzt. Aufgesetzt. Pass auf. In der Schleuse ausladen. Ja. Kommt doch noch mal eine Halterung. Ja, doch. Ich kann nichts mit. Also den Grund kann ich noch nicht sehen von der Schleuse. Alter. Okay. Schön fertig geflutet. Ja. Ah, da geht schon noch was. Türchen aufmachen. Und dann halt nichts mehr. So, jetzt haben wir es gleich geschafft. Die Stange ist zu Ende, um das Boot festzuhalten. Aber noch rührt sich das Tor nicht. Alles warten gespannt, wir, die Zuschauer oben, warten sehnsüchtig darauf, dass das Tor aufgeht. Will eigentlich so weit sein, die Strömung aus der Schleuse ist eigentlich draußen. Dann müsste es eigentlich jetzt was rühren. Aber bekanntlich nichts dauert länger als warten. Warten, warten, warten. Ja. Aber ich habe noch was zum Naschen drin. Ja, das habe ich auch schon. Einen habe ich noch. Das einen habe ich noch. Ah, es geht auf. Es geht auf. Es geht auf. Okay. Das war's mit was zum Essen. Warten, bis es ganz auf ist. Oh. Macht auf die Tür. Das Tor macht weit. Daher kommt es. Und das Werdelicht. Ja. Aber noch brennt das Licht rot. Die Ampel ist nur rot, müssen wir ein bisschen warten. Ja. Ja. Immer noch rot. Haben noch rot. Nö. Ich esse schon gerade. Grün. So, jetzt haben wir grün, jetzt können wir starten. So, eine erste Schleusung geschafft. Man kann das anders also von oben zuzuschauen. Hey, das voll Gebäude. Und da gibt es die Zwangsdusche. Schöne Wasserfontäne für den Ja. Biber Klaus. Den Biberkraus.
Da muss ich ja gleich drunter fahren. Und die Fontäne. Dann habe ich die Ruhrtaufe. Oh, da ist ein schöner Springbrunnen. Da fahren wir ganz nah ran. Gehen wir mal, schauen wir mal. Heute dreht dann der Wind nicht. Und weiter geht die Fahrt. Das Reinfahren in den Hafen ging gerade noch mal gut. War hier Tiefe von 1,20 Meter. Das kann man sagen, gerade eben nicht aufgelaufen. So, wir sind hier kurz hinter Mülheim auf den Ruhrwiesen, wo wir jetzt unser Camp aufstellen.